Den Haag. Wir haben gerade was gegessen. Jetzt gehen wir eine Runde spazieren, in der Hoffnung, dass der Kleine einschläft. Aber wir machen uns schon wieder auf den Weg zum Airbnb. Aber das Essen war, Eli sagt 4 von 10. Ja, und man macht ja immer diese Petit-Petit-Salate oder sowas an der Seite. Haben die auch nicht gemacht. Also das Brot war gut, aber ja. Also wir machen jetzt eine kurze Pause zu Hause und dann gehen wir nachher wieder raus. Sei boyato yembela mokonzi. Sei boyato yembela. Also mein Mann sucht gerade nach einer Regenjacke, weil es hier regnet. Und er keine hat. Ich habe eigentlich auch keine. Ich habe nur die hier von meiner Schwester. Ich bin integriert. Hallo. Mein Name ist Wolfgang Peter. Ich bin heute hier, um meinen Sohn von der Schule abzuholen. Ja, Trainer. Das sind diese Eltern, die mit der Trainer diskutieren. Ja, aber wann kommt denn mein Sohn rein? Ne, ja? Immer die anderen Kinder. Ich fahre alle zum Spiel, alle zum Training, aber mein Sohn wird nicht eingewechselt oder was? Ein Trainer, meiner ist der Beste. Wo nimmst du ihn raus? Trainer, Lust, keine Ahnung. Meiner kommt zum FC, sag ich dir. So. Ich bin mal weg, ne? Ciao. Ich habe noch nie Klamotten bei TK Maxx oder so gekauft, weil ich einfach nicht die Patience habe, mich durch diese ganzen Größen zu stöbern. Ich habe jetzt zum Beispiel diesen Cardigan gesehen in Blau, den ich schön finde, aber der ist in Größe 44. Und natürlich gibt es den nicht in einer Nummer kleiner oder in 2, 3 Nummern kleiner. Und deshalb ist sowas wie TK Maxx nicht so für mich. Mein Mann geht hier voll auf, meine Mama geht hier voll auf. Also ich glaube generell African Moms. Aber ich kaufe lieber online ein. Warum ist es eigentlich so, dass man im Ausland in einer ganz normalen Drogerie so viele verschiedene Produkte auch für Schwarze findet und in Deutschland nicht? Ja, auf jeden Fall fand ich die Auswahl crazy. Ich möchte, dass man sagen, dass Gott sagt, hey, Eli walked with God. Und nicht nur, dass Menschen das sagen, sondern dass Gott sagt, ja, als er auf der Erde war, ist er mit mir gegangen. Oder sagen Sie ruhig. Agreement with God, was heißt das? Es gibt ja, okay, in der Bibel steht, liebt einander. Ich werde auch gleich schon damit starten, weil ich werde gleich ins Fitnessstudio gehen. So, ich mache mich jetzt fertig. Das ist übrigens der erste Vlog mit der DJI. Kaum, dass es kann. Cool. Ja, also ich poste ein bisschen versetzt. Also ich habe schon vor ein paar Tagen, keine Ahnung wann das Video rauskommt, aber ich hatte schon auf Instagram gepostet, dass ich mir die DJI geholt habe, weil I need to step up the game a little bit. Mich hat nämlich meine Quali gestört und auch die Audio. Ich habe weiter noch Gnade mit mir, weil ich weiß jetzt nicht, ob das so schon ausreicht, ohne Mikro. Ansonsten kaufe ich mir noch so einen Teil für die DJI, wo ich das Mikro hinten dran tun kann, sodass ich immer ein Mikro habe. Aber for now, for this vlog, mache ich das ganz simpel. Ich werde auch wahrscheinlich erstmal kein Color Grading und sowas machen. Wisst ihr, wer richtig gut Color gradet? Brie. Ich verlinke euch Brie irgendwo hier. Ich glaube, die hat immer noch kein YouTube. Aber vielleicht schaffen wir es auch noch, dass sie YouTube macht. Aber ihre Color Grading Skills sind top tier. Genau. Aber weil ich ja so schon nicht mit dem Editieren hinterherkomme, ich muss mich mal fertig machen,
will ich mal sehen, ob ich mit Minimum Effort bessere Quali, besseren Ton bekomme. Ja, erstmal ganz bare Minimum, damit ich sehe, wie das dann ist, ne? Und dann Step by Step vielleicht auch hier ein bisschen mehr Background, als dass ich was nicht auf Instagram gepostet habe. Also ich möchte Social Media schon ernster nehmen. Ich glaube, ich hatte in einer meiner ersten Videos auch schon gesagt, warum ich damit angefangen habe. Und abgesehen davon finde ich es eigentlich ganz schön, das Leben so in einer Art und Weise zu dokumentieren, aber natürlich auch eine Community aufzubauen, einigen Menschen zu helfen. Also wirklich, ich bin klein. Aber zum Beispiel in einer meiner letzten Videos, wenn ich dann die Rückmeldung bekomme, dass das dann geholfen hat in der Ehe oder so, allein wenn eine einzige Person mir das pro Video schreibt oder so, bin ich so happy. Und ich komme so auch wirklich aus meiner Komfortzone raus. Ich finde, ich bin wachsamer. Manchmal mein Overthinking Brain ist ein bisschen anstrengend, weil ich dann daran denke, okay, wie kann ich Content kreieren und so weiter. Aber an sich nehme ich auch die Dinge mehr wahr, habe ich das Gefühl, weil ich mein Leben mehr dokumentiere und es muss nicht immer sein für Social Media. Also allein auch so, weiß ich nicht, Videos von meinen Kleinen zu machen oder von meinem Mann oder wie auch immer, finde ich halt schön, dass ich diese Videos und Bilder etc. habe, dadurch, dass ich halt mit Social Media angefangen habe. Ne? Das Licht hier ist... Also der Spiegel ist voll nice, aber es ist trotzdem ein bisschen zu dunkel hier. Ich weiß also nicht, ob das jetzt so gut verblendet ist oder nicht. Kann ich das heller machen? Nee, dunkler, aber nicht heller. That's wrong. Aber ich finde den Spiegel eigentlich ziemlich cool. Ja, also wenn du vorhast, das auch zu tun und du traust dich die ganze Zeit nicht, dann meine Ermutigung, starte einfach. Und während du das machst, wirst du Dinge lernen oder wirst du sehen oder wissen, was du ändern möchtest, was du anpassen möchtest, wofür du stehen möchtest und wofür eben nicht. Aber das kommt halt vor allem, wenn du Dinge ausprobierst. Es muss jetzt nicht unbedingt mit Social Media sein, vielleicht ist es bei dir etwas anderes, aber probier es einfach. Und nicht unbedingt nur probier es einfach, sondern mach es einfach. Also again, und ich werde das immer wieder sagen, wenn du merkst, dass du was auf dem Herzen hast, was Gott dir aufgetragen hat oder wofür du wirklich passionate bist, dann geh da mutige Schritte. Ja, du magst vielleicht hier und da ein paar Risiken eingehen, aber solange du dich und Menschen damit nicht schadest, mach es. Und bei mir jetzt auch, ne? Also wir stecken gerade in einer Phase und ihr werdet bald auch mehr und mehr davon erfahren, aber wir gehen gerade sehr intentional mit unserem Geld um und deshalb habe ich so lange überlegt, soll ich mir wirklich diese DJI kaufen? Deshalb habe ich das ja auch nicht am Anfang gemacht direkt, ne? Also ich habe ja erstmal so mit Social Media angefangen, mit dem, was ich habe, habe einfach geguckt, welche Ressourcen habe ich. Die Kamera, mit der ich vorher aufgenommen habe, die habe ich von meinem Bruder bekommen. Dann habe ich eine Woche lang mit der DJI von meinem Bruder geguckt, ob das so mein Ding ist. Und weil ich wusste, okay, ich möchte das ernst nehmen mit Social Media und weil ich es so ein paar Monate ausprobiert habe, weil ich die Kamera ein bisschen ausprobiert habe und so und mir die gefallen hat, war ich auch dazu bereit, in diese Kamera zu investieren, because die ist nicht gerade günstig. Oh, mein Baby. Ja, also wenn du ein Calling hast, wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann mach es. Auch wenn du Angst hast, mach es. Und es kostet dich manchmal was. Diese Kamera hat nicht was gekostet. Aber wir haben unsere Finanzen so aufgebaut, dass wir einen bestimmten Betrag direkt immer wegüberweisen für Musik bei meinem Mann zum Beispiel, aber auch bei mir mit Social Media oder anderen Vorhaben. Und genau, dann habe ich das Geld davon eben genommen. Mein Mann hat mich da auch sehr ermutigt, weil ich war echt so, boah, gebe ich das Geld jetzt dafür aus. Aber dadurch, dass ich weiß, dass ich das machen soll und dass ich das auch ernst nehmen möchte, haben wir jetzt mal rein investiert, ne? Also wenn ihr seht, dass ich hier nicht regelmäßig poste, erinnert mich, dass ich hier dafür Geld ausgegeben habe. Und Leute, ich habe so viele Ideen und ich dachte immer, ich bin nicht kreativ, aber warum
warum sieht meine Stirn eigentlich so krass aus? Also das Licht ist echt... Genau, aber ich habe echt eine lange Liste an Topics, an Sachen, die mich beschäftigen, die ich dann auch hier teilen möchte. Ich werde nicht every single bit auf mein Live teilen. Es ist immer auch weise zu gucken, was man eben teilt. Aber trotzdem habe ich eine lange Liste. Ich muss jetzt Zeit finden. Zeit ist mein Endgegner. Zeit zum Film, Zeit fürs ganze Content Planning, aber vor allem Zeit fürs Bearbeiten der Videos. Und jetzt, wo ich auch wieder nicht Vollzeit, Teilzeit arbeite, ist es echt nicht einfacher geworden, weil ich natürlich auch Zeit mit meinem Sohn und mit meinem Mann weiterhin verbringen möchte. Aber ja, mal sehen, wie wir das alles machen werden. Und das mit dem Bearbeiten wird auch eines der ersten Themen sein, die ich delegieren werde, sobald ich kann. Ich weiß gar nicht, welche Sequence ihr als nächstes sehen werdet, weil wir sind jetzt auf einem Geburtstag, da werde ich aber nicht filmen. Mal sehen. Okay, Leute, der Grund, warum wir in Holland waren, war ja, weil wir auf einem Geburtstag eingeladen waren. Und meine Familie auch, beziehungsweise ich war erst da wegen meinem großen Bruder. Und mein kleiner Bruder kam dann auch nach. Und seine Freundin hat dann bei mir im Airbnb geschlafen. Mein Mann hat dann zusammen mit meinem Bruder in einem anderen Hotel geschlafen. Und ich dachte mir so, wie soll ich denn jetzt mich hier ganz ruhig mit ihr fertig machen, obwohl ich weiß, dass sie heute einen Antrag bekommt. Ich war so nervös, ich musste mich die ganze Zeit ruhig halten. Und dann wollte ich meinen Bruder anrufen und dann sehe ich den Kontakt von meiner jetzt fast Schwägerin und dann sehe ich, dass sie noch Maria KCC Youth heißt und ich dann so, bald wird sie nicht mehr so heißen. Ja, aber dafür, dass ich eigentlich wirklich nicht gut darin bin, Geheimnisse für mich zu behalten, wenn ich excited über diese Geheimnisse bin, habe ich es eigentlich ganz gut hinbekommen, würde ich sagen. Ich wollte den Moment auch nutzen, um einfach ein bisschen runterzukommen, aufzutanken und bin dann, nachdem wir gefrühstückt haben, noch zum Strand runtergegangen und habe dann ein bisschen reflektiert. Woran denkst du eigentlich, wenn du am Meer stehst? Ich finde es immer so bewundernswert, wenn ich da stehe und mir das Meer ansehe. Ich denke jedes Mal daran, wie unendlich dieses Wasser scheint. Du siehst kein Ende, nur Weite. Und irgendwo dort, wo Himmel und Meer sich berühren, weißt du, dass es weitergeht, auch wenn du es nicht siehst. Und so ist Gott grenzenlos und unbegreiflich und voller Tiefe. Wir können nicht erfassen, wie weit seine Gedanken reichen, aber wir dürfen daraus schöpfen. Warum limitieren wir uns denn eigentlich immer, wenn wir doch so einen großen Gott haben? Warum lassen wir unsere Vergangenheit lauter sprechen als unsere Hoffnung auf die Zukunft? Und warum lassen wir uns manchmal von unseren Ängsten mehr leiten als von unserem Mut? Friends, das war der Vlog hier aus Holland. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, lasst ein Abo da, einen Kommentar da und sagt mir uns, wart ihr schon mal hier in Den Haag? Schreibt es in die Kommentare. Hey, checkt Holy Ghost Club auf Instagram. Was macht ihr jetzt so? Wir gehen auch Matcha trinken, spazieren, Matcha trinken, am spazieren. Strand und dann muss ich noch lernen. Ich habe eine Klausur. Echt? Ja. Ui. Erzähl mal von deiner Klausur. Und ich habe gelernt. FET, habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich muss nichts beweisen. Ich muss nichts beweisen. Das ist ein Cap. Das ist kein Kind. Ganz kurz, Leute, mein Bruder hat die ganze Zeit gesagt, er ist nicht nervös. Aber guckt euch ihn mal an. Der ist so ein Rage-Baby. Okay. Alright. Ready? Ciao. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß.